Morgen. Wir sind nun in einer Predigtreihe über den Samen. Unser Bibeltext letzte Woche war Psalm 32. Und Psalm 32 fängt so an. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie wahres Glück anfängt in unser Leben. Was brauchen wir? Wir brauchen Vergebung von Gott. Wir können unser Glück nur wirklich in Gott finden. Und glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat. Weil nur diese Leute eine Beziehung zu Gott haben können. Und heute hatte ich vor, Psalm 2 zu predigen. Wir sind bei einer Predigtreihe in den Psalmen. Aber ich will heute stattdessen eine kleine Pause von den Psalmen machen. Und heute schauen wir Philipper 4, Verse 4 bis 9 an. Und diese Versen handeln auch von Glück. Wahres Glück, von Freude und Frieden, die wir in Gott bekommen können. Und ich habe mich entschieden, diesen Text zu predigen, weil ich überzeugt bin, es ist sehr wichtig, dass wir etwas verstehen. Wahres Glück fängt an, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Vergebung von ihm bekommen. Aber manchmal in unserem Leben Freude und Frieden in Gott zu genießen, zu haben, ist ein Kampf. Wir müssen davor kämpfen. Und die Bibel macht das klar. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer automatisch. Und ich will, dass niemand denkt, dass die Bibel uns sagt, wir vertrauen Gott und dann soll alles einfach sein. Nein, so ist es nicht. Aber die Bibel sagt uns, wir können uns in den Herrn freuen. Auch in schwierigen Zeiten. Und dieser Text ist wirklich, wirklich wichtig. Vielleicht wirst du vergessen, was ich heute sage. Sicher wirst du das. Das ist mir nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, dass du diesen Text verstehst und dass wir als Christen wieder und wieder zurück zu diesem Text kommen. Wir brauchen diesen Text zu verstehen und auch zu praktizieren, wenn wir Freude und Frieden in unser Leben erfahren wollen. Und ich glaube, dass das wollen wir. Und ich weiß, es gibt einige Leute in unserer Gemeinde, die zurzeit leiden. Und wir wollen Mitleid für diesen Menschen haben. Und ich hoffe, dass diesen Text uns alle Hoffnung geben wird. Ich werde den Text aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen, Philipper 4, Verse 4 bis 9. Paulus schreibt, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Herr des Friedens wird mit euch sein. Ich will Vers 4 nochmal lesen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist kein Vorschlag. Das ist ein Befehl Gottes, das wir in Gottes Wort sehen. Gott befiehlt uns, uns zu freuen. Und vielleicht klingt das für uns komisch oder unhöflich. Freut euch, ja, wir müssen uns freuen. Aber Gott hat uns lieb und wir sollen nicht vergessen, Paulus schreibt an Christen, die Rettung in Jesus bekommen haben. Er schreibt an Menschen, die schon wissen, dass sie Vergebung bekommen haben, dass sie ewiges
Leben haben. Und wir sind Menschen, die uns freuen können und sollen. Und Gott darf uns das befehlen. Er macht das aus Liebe von uns. Er will, dass wir unsere Rettung in Jesus genießen. Er will, dass wir ihn genießen. Er sagt uns, wir sollen uns im Herrn freuen. In dieser Beziehung zu ihm freuen. Er will das für uns. Er darf uns das befehlen, weil er Gott ist. Aber er macht das, weil es gut für uns ist. Und er ermöglicht es. Wir müssen das nicht allein tun. Er macht es möglich für uns durch den Heiligen Geist. Und das werden wir heute sehen. Aber vielleicht würde jemand sich fragen, dürfen Nicht-Christen Freude in diesem Leben erfahren? Natürlich. Jeder darf sich freuen über Freunde, Familie, Gesundheit, aber wir sollen als Christen ehrlich sein. Nur wir können wissen, dass wir Vergebung von Gott bekommen haben, weil nur in Jesus kann man Vergebung von Gott bekommen. Nur wir Christen können wissen, dass wir Gottes Gericht bestehen werden, dass wir Vergebung von ihm bekommen haben, dass wir ein ewiges Leben mit ihm und in ihm führen würden. Jeder kann in diesem Leben sich auf irgendetwas freuen. Aber wir Christen, wir können uns im Herrn freuen. Und Paulus schreibt alle Zeit. Wir können das alle Zeit tun. Und wir werden das für und in der Ewigkeit tun. Wenn Jesus dein Herr ist, dann sagt Gott zu dir durch diesen Text, freut dich. Und er macht das für uns möglich. Aber lass uns weiterlesen. In Vers 5 lesen wir, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Unsere Milde soll allen Menschen bekannt werden. Was ist Milde? John MacArthur schreibt, damit ist die Zufriedenheit mit anderen und Großzügigkeit ihnen gegenüber gemeint. Paulus meint hier, wir sollen geduldig miteinander umgehen. Wir sollen barmherzig sein miteinander. Und was hat das mit Freude zu tun? Wenn wir uns in Jesus freuen, werden wir natürlicher, geduldiger miteinander umgehen. Das sollen wir, oder? Wenn wir Freude haben, können wir geduldig miteinander umgehen. Wenn wir von Gott angenommen wissen und wenn wir wissen, dass wir vergeben wurden, wird es leichter für uns, anderen Menschen zu vergeben. Zumindest soll es so sein. Paulus schreibt, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Jesus ist nah. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, das wird hier zitiert, dass Jesus jeden Tag bei uns ist. Er hat uns nicht vergessen, er wird uns nie verlassen, er ist bei uns. Jesus, der für uns gestorben ist. Heute kannst du Philipper 2 durchlesen. Wir sind jetzt bei Philipper 4, aber in Philipper 2, Paulus schreibt über Jesus und was Jesus für uns getan hat. Und Paulus macht es klar, Jesus war und ist Gott. Er hat alles für uns aufgegeben. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und Paulus schreibt etwas in Vers 5, das wirklich wichtig ist. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Jesus war barmherzig, er ist für uns gestorben. Jesus war bereit, für uns zu leiden und für uns zu sterben. Wir sollen milde und geduldig sein, weil Jesus milde und geduldig war und ist. Und er ist bei uns. Er hat uns nicht vergessen. Wir können uns vertrauen. Ich glaube, wenn wir wissen, ob wir uns wirklich im Herrn freuen, sollen wir uns fragen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ich muss zugeben, manchmal bin ich nicht so geduldig. Mit meiner Frau, mit meiner Familie, manchmal mit anderen Menschen. Aber wenn das so ist, sollen wir uns fragen, freue ich mich wirklich im Herrn?
bin ich im Herzen tief betroffen von dem, was er für mich getan hat? Merke ich, dass er nah ist, dass er bei mir ist, dass er in mir ist? Wenn wir merken, dass wir uns nicht freuen, sollen wir wieder um seine Hilfe bitten. Wir sollen zu ihm in Gebet gehen. Und wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, wie wir das machen können. In Vers 6 und 7 schreibt Paulus: Seid um nichts besorgt, sondern in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus war jemand, der viel gelitten hat. Aber er war überzeugt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass es gar nicht nötig ist. Und er schreibt, statt uns Sorgen zu machen, sollen wir zu Gott gehen und beten und flehen. Und laut Duden bedeutet flehen eindringlich, demütig bei jemand um etwas bitten. Eindringlich, demütig bei jemand etwas bitten. Das ist, was wir tun sollen. Gebet hat mit Befehlen nichts zu tun. Das soll selbstverständlich sein, aber ich glaube, für manche Menschen ist es nicht selbstverständlich. Vielleicht hast du Menschen gehört, die gesagt haben, ja, jetzt will ich beten, und dann fangen sie an, etwas zu befehlen. Ich habe das mehrmals im Internet, man kann das überall im Internet jetzt sehen, Leute, die direkt zu dem Coronavirus sprechen. Und sie machen Befehle. Coronavirus, ich befehle dir, am 20. März musst du fliehen, du musst gehen, du musst die Welt verlassen. Das klingt komisch, aber man kann das im Internet finden. Aber das ist kein Gebet. Gebet hat mit Befehlen nichts zu tun. Wie sollen wir beten? Wir sollen zu Gott gehen. Wir sollen offen und ehrlich sagen und ihm sagen, was wir brauchen oder was wir wollen. Wir dürfen ihn anflehen. Wir können beten, wie Jesus gebetet hat. Jesus hat so gebetet. Er dachte an seine kommende Kreuzigung. Und er betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht meine Wille, sondern deine geschehe. Das ist Lukas Kapitel 22, Vers 42. So hat Jesus gebetet. So sollen wir auch beten. Und wir sollen auch nicht vergessen, Danke zu sagen. Paulus schreibt hier, wir sollen beten mit Danksagung. Warum ist das wichtig? Wenn wir vergessen, uns bei Gott zu bedanken für das, was er bereits für uns getan hat, bedeutet das, dass wir vergessen eigentlich, dass er sich um uns sorgt. Ja, wenn wir nicht zu Gott gehen und Danke sagen, sollen wir nicht überrascht sein, wenn unsere Sorgen und Ängste sich multiplizieren. Gebet hat mit Vertrauen zu tun. Wir gehen zu Gott und beten, weil wir ihm vertrauen. Und je mehr wir uns bei ihm bedanken, desto mehr werden wir merken, was er für uns schon getan hat und was er für uns tut. Dann können wir uns freuen und ihm weiter vertrauen und in Vertrauen beten. So sollen wir beten. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und Paulus sagt, wenn wir das machen, etwas wird geschehen. In Vers 7 schreibt er, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir werden den Frieden Gottes erfahren. Und dieser Friede ist viel mehr als die Folge von Dankbarkeit.
Psychologen haben bemerkt, dass wenn wir dankbar sind, dass es schwieriger ist für uns, depressiv zu sein, dass fehlende Dankbarkeit zu Traurigkeit und Depression führen kann. Aber was Paulus hier beschreibt, ist nicht nur die Folge von Dankbarkeit, es ist ein Geschenk von Gott. Es ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes in uns. Und der Friede Gottes in uns ist aktiv. Es macht etwas in uns. Was macht der Friede Gottes in uns? Es bewahrt, es schützt unsere Herzen und Gedanken, damit wir weniger Sorgen haben werden, damit wir Gott weiter vertrauen können. Und wir können hier einen Stopp machen, aber wir sollen weiterlesen, weil es gibt noch, was wir tun sollen, damit wir Frieden und Freude in Gott erfahren können. Vers 8 lesen wir: Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Paulus schreibt hier über unsere Gedanken. Und er macht es klar, wir sollen unsere Gedanken steuern. Was sagt er? Müssen wir immer positiv sein? Übertrieben optimistisch? Nein. Aber wir sollen unsere Gedanken auf Gott richten und auf was Gott für uns getan hat, was Gott gemacht hat, auf wer Gott ist. Ja? Wie oft denken wir über Gott, über seine Heiligkeit, über seine Ehrlichkeit, über seine Liebe für uns, über seine Treue, über seine Gerechtigkeit. Wir sollen über solche Dinge denken, wenn wir Freude und Frieden haben werden. Und wenn wir so denken werden, müssen wir Nein zu manchen Gedanken sagen und wir müssen wirklich eine Entscheidung treffen. Ja? Die Welt wird uns immer in Unreinheit und Schmutz runterziehen. Jeder Christ, der seine Augen offen hat, soll das merken. Und das sollen wir wissen. Das bedeutet, wenn wir so denken wollen, müssen wir täglich Entscheidungen treffen. Wir müssen Ja zu manchen Gedanken sagen und Nein zu anderen. Das bedeutet, wir sollen auch Nein zu manchen Webseiten sagen oder Sendungen oder Gespräche und auch die Gespräche, die wir mit uns führen. Wir müssen Nein zu manchen Gedanken, zu manchen Gesprächen sagen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Welt sehen, wie sie ist. Wenn man die Bibel liest, man sieht, Gott schreibt über Sachen, die negativ sind. Wir sollen unsere Augen offen haben, wir sollen die Welt verstehen, aber wir sollen unseren Blick auf Jesus, auf Gott richten und auf all die guten Dinge, die er für uns getan hat und gegeben hat. Die Dinge, die er uns gegeben hat. Lass uns weiterlesen. Vers 9 lesen wir: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn wir Gottes Freude und Frieden erfahren wollen, das hat mit Vertrauen zu tun. Das haben wir schon gesehen. Wir kommen zu Gott, wir vertrauen Jesus als Herrn und Retter, wir bekommen Vergebung. Dann gehen wir ständig zu Gott im Gebet. Wir vertrauen ihm, wir sagen auch Danke. Das alles hat mit Vertrauen zu tun. Wir haben auch gerade gesehen, um Freude und Frieden zu haben, sollen wir unsere Gedanken steuern. Das bedeutet, um Freude und Frieden zu haben, das hat viel damit zu tun, was in uns passiert. Aber wir sehen hier auch, was wir tun, ist auch wichtig. Wir können uns nie retten durch was wir tun. Rettung ist ein Geschenk Gottes. Gottes Frieden ist ein Geschenk an uns. Aber Paulus schreibt, was wir tun, ist auch wichtig. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Wenn wir Jesus als Herrn vertrauen, bedeutet das, dass wir ihm folgen werden.
nicht um etwas von ihm zu verdienen, sondern weil er unser Herr ist. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir ihm folgen. Das wird einen Einfluss auf unser Leben haben. Und wenn wir ständig beten und dann rausgehen und einfach sündigen, wenn wir versuchen zu leben, einfach wie es uns gefällt, und wenn wir Gott durch unsere Taten irgendwie ignorieren, das wird zu Angst führen, es wird zu Sorgen führen. Paulus macht es klar hier, alles fängt mit Vertrauen an, aber es hat auch einen Einfluss auf uns. Und das sehen wir in den Briefen, die Paulus geschrieben hat. Zum Beispiel in der Epheserbrief. Paulus fängt an mit Gott. Er beschreibt Gott und Jesus und was die für uns getan haben. Und dann spricht er über, wie wir leben sollen, weil das alles wahr ist. Auch in der Kolosserbrief kann man das sehen. Wenn wir wissen wollen, wie wir leben sollen, sollen wir das in Kontext verstehen. Wir leben anders, weil Gott uns anders gemacht hat. Und ich kann euch nur empfehlen, lies den Philipperbrief oder den Epheserbrief und dann werden wir das sehen. Wir sollen anders leben und wir können anders leben, weil wir ein neues Leben in Jesus haben. Gott will, dass wir Freude und Frieden in ihm haben. Und ich habe gesagt, dass wir manchmal dafür kämpfen müssen. Und das habe ich diese Woche erlebt, als ich wusste, dass ich diesen Text predigen würde. Ja, manchmal musste ich wirklich kämpfen, durchkämpfen, damit ich mehr Freude und Frieden in Jesus haben könnte. Und wir sollen offen und ehrlich mit Gott sein. Wir sollen und dürfen offen und ehrlich miteinander sein. Und wenn wir das tun und wenn wir diese Schritte gehen, werden wir mehr Freude und Frieden haben. Ich will kurz für uns beten. Lass uns beten. Gott, lass uns in dir freuen. Gott, es gibt einige Leute, die diese Predigt gerade gehört haben und sie finden das schwierig. Und sie wollen das tun. Ich bete Gott, dass diese Menschen Hoffnung bekommen würden, dass es möglich ist, dass diese Freude wiederkommen wird und dass schwierige Zeiten nicht bleiben werden und auch in schwierigen Zeiten, dass sie sich freuen können, Gott. Gott, vielleicht gibt es einige Leute, die Jesus noch nicht vertraut haben als Herrn und Retter. Ich bete für diese Menschen, dass sie das verstehen würden, dass sie einen Retter brauchen, dass nur Jesus kann uns retten von Gottes Zorn, aber dass Gott in seiner Liebe Rettung zu uns gibt in Jesus, wenn wir ihn vertrauen, Gott. Gott, ich freue mich, dass wir uns bald treffen können als Gemeinde, dass wir das nächste Woche machen dürfen. Gott, ich weiß, dass wir wissen, dass einige Leute nicht kommen können oder nicht kommen werden wegen ihrer Gesundheit, und wir wollen für diesen Menschen beten. Gott, du hast keine von uns vergessen. Ich bete, dass wir als Gemeinde, dass wir zusammenbleiben können, dass wir zusammenhalten würden. Ich bete, dass wir Freude und Frieden in dir haben und erleben würden. In Jesus' Namen beten wir. Amen.